Ich stehe meiner Frau sehr nahe. I'm very close to my wife. I'm very close to my wife. Warum sprechen wir nicht einen Toast aus? Why don't we make a toast? Why don't we make a toast? Ich brauche eine definitive Antwort. I need a definite answer. I need a definite answer. Ist es in Ordnung, wenn ich rauche? Is it all right if I smoke? Is it all right if I smoke? Können Sie meine Wertsachen behalten? Can you keep my valuables? Can you keep my valuables? Geben Sie mir eine definitive Antwort. Give me a definite answer. Give me a definite answer. Er ist arm, weil er faul ist. He's poor because he's lazy. He's poor because he's lazy. Wie nahe sind wir an Madrid? How close are we to Madrid? How close are we to Madrid? Ich fühle mich wirklich schlecht deswegen. I feel really bad about it. I feel really bad about it. Ich wurde von ihm schlecht behandelt. I was badly treated by him. I was badly treated by him. Ich werde diese Geschichte nicht glauben. I won't believe that story. I won't believe that story. Ich hätte gern italienisches Essen. I'd like some Italian food. I'd like some Italian food. Das ist genau das, was ich will. That's exactly what I want. That's exactly what I want. Sie kam wieder zu spät zur Arbeit. She was late for work again. She was late for work again. Wen versuchen Sie zu erreichen? Who are you trying to reach? Who are you trying to reach? Ihre Arbeit ist immer lückenhaft. Your work is always patchy. Your work is always patchy. Haben Sie sich die Zähne geputzt? Have you brushed your teeth? Have you brushed your teeth? Er sagt oft absurde Dinge. He often says absurd things. He often says absurd things. Jane heiratete einen Millionär. Jane married a millionaire. Jane married a millionaire. Gibt es Nachrichten für mich? Are there any messages for me? Are there any messages for me? Für die Wirtschaft bin ich hier. Economics is what I'm here for. Economics is what I'm here for. Ich bin jetzt etwas knapp bei Kasse. I'm a little short of money now. I'm a little short of money now. Wir gehen nächste Woche zelten.
We're going camping next week. We're going camping next week. Würden Sie mich zum Laden bringen? Would you take me to the store? Would you take me to the store? Wann wollen Sie mit mir ausgehen? When do you want to go out with me? When do you want to go out with me? Sie sollten sich reifer verhalten. You should behave more maturely. You should behave more maturely. Das ist himmlisch. This is heavenly. This is heavenly. Hören Sie mir zu. You listen to me. You listen to me. Sie haben mich erschreckt. You startled me. You startled me. Das gleiche wie immer. Same as usual. Same as usual. Bringen Sie mich zum Marriott Hotel. Take me to the Marriott Hotel. Take me to the Marriott Hotel. Tut mir leid, wir haben keine. Sorry, we don't have any. Sorry, we don't have any. Leben Ihre Großeltern noch? Are your grandparents still living? Are your grandparents still living? Haben Sie sich eine Geschichte ausgedacht? Did you make up a story? Did you make up a story? Lassen Sie mich Ihnen ein Geheimnis verraten. Let me tell you a secret. Let me tell you a secret. Ich würde es vorziehen, wenn Sie das nicht täten. I prefer it if you didn't. I prefer it if you didn't. Glauben Sie, dass sie es ernst meint? Do you think she's serious? Do you think she's serious? Benimmt sich wie ein Hitzkopf. He's acting like a hotshot. He's acting like a hotshot. Ich möchte nicht gebunden sein. I don't want to be tied down. I don't want to be tied down. Die Grenzen müssen überschritten werden. The lines must be crossed. The lines must be crossed. Wir hatten eine große Meinungsverschiedenheit. We had a big disagreement. We had a big disagreement. Ich liebe meine Frau nicht mehr. I don't love my wife anymore. I don't love my wife anymore. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. I guess I'd better get going. I guess I'd better get going. Ich bin zutiefst in Rose verliebt. I'm deeply in love with Rose. I'm deeply in love with Rose. Ich möchte zu dieser Adresse gehen. I'd like to go to this address.
I'd like to go to this address. Ich bin ein schlechter Menschenkenner. I'm a poor judge of character. I'm a poor judge of character. Es befindet sich am Ende dieser Straße. It's at the end of this street. It's at the end of this street. Arbeiten Sie heute spät abends? Are you working late tonight? Are you working late tonight? Haben Sie ein Zimmer für heute Nacht? Do you have a room for tonight? Do you have a room for tonight? Nehmen Sie nicht mehr auf, als Sie können. Don't take on more than you can. Don't take on more than you can. Es gibt gute und schlechte Punkte. There are good and bad points. There are good and bad points. Wir werden dieses Projekt beilegen. We will enclose this project. We will enclose this project. Hat Edison die Glühbirne hergestellt? Did Edison make the light bulb? Did Edison make the light bulb? Ich habe starke Gefühle für ihn. I have strong feelings for him. I have strong feelings for him. Wie nennen Sie das auf Englisch? What do you call this in English? What do you call this in English? Was studieren Sie in Harvard? What are you studying at Harvard? What are you studying at Harvard? Wie du mir, so ich dir. Tit for tat. Tit for tat. Willkommen zu Hause. Welcome home. Welcome home. Sie möchte wissen, wann Sie kommen. She wants to know when you're coming. She wants to know when you're coming. Möchten Sie Kaffee oder Tee? Would you like coffee or tea? Would you like coffee or tea? Kann ich eine Nachricht entgegennehmen? Can I take a message? Can I take a message? Was haben Sie gestern Abend gemacht? What did you do last night? What did you do last night? Ich werde mit Mastercard bezahlen. I will pay by MasterCard. I will pay by MasterCard. Es ist der 25. Mai. It is May 25th. It is May 25th. Wie wäre es heute Abend mit einem Drink? How about a drink tonight? How about a drink tonight? Ich wünschte, ich würde meinen Nachbarn kennen. I wish I knew my neighbor. I wish I knew my neighbor. Es ist kein Wasser in der Flasche. There isn't any water in the bottle.
There isn't any water in the bottle. Was für eine Enttäuschung. What a letdown. What a letdown. Was geht hier vor sich? What's going on? What's going on? Ich möchte eine Rückerstattung erhalten. I'd like to get a refund. I'd like to get a refund. Ich entschuldige mich für die Verzögerung. I'm sorry for the delay. I'm sorry for the delay. Rindfleisch oder Fisch zum Abendessen? Beef or fish for dinner? Beef or fish for dinner? Ich glaube, es ist kein Papier mehr da. I think it's out of paper. I think it's out of paper. Ich glaube, es sind saure Trauben. I think it's sour grapes. I think it's sour grapes. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? May I ask how old you are? May I ask how old you are? Ich werde die Idee nicht los. I can't get rid of the idea. I can't get rid of the idea. Ich will keine Führungspersönlichkeit sein. I don't want to be a leader. I don't want to be a leader. Keine Zeit ist wie die Gegenwart. No time like the present. No time like the present. Was machen Sie heute? What are you doing today? What are you doing today? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. I don't know how to say this. I don't know how to say this. Ich habe gerade meine Arbeit beendet. I've just finished my work. I've just finished my work. Es liegt gegenüber dem Rathaus. It's across from City Hall. It's across from City Hall. Würden Sie mich bitte entschuldigen? Will you excuse me, please? Will you excuse me, please? Ich denke, sie ist sehr freundlich. I think she's very friendly. I think she's very friendly. Ich bin in letzter Zeit sehr vergesslich. I've been forgetful lately. I've been forgetful lately. Wir machten eine Stunde Mittagspause. We took an hour lunch break. We took an hour lunch break. Wir sehen uns, wenn ich zurückkomme. I will see you when I get back. I will see you when I get back. Gibt es einen Bus zum Flughafen? Is there a bus to the airport? Is there a bus to the airport? Heute war ein harter Arbeitstag. Today was a rough day at work.
Today was a rough day at work. Welche Art von Wein haben Sie? What kind of wine do you have? What kind of wine do you have? An welchen Typ haben Sie gedacht? What type do you have in mind? What type do you have in mind? Werden Sie ein Foto von uns machen? Will you take a picture of us? Will you take a picture of us? Haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht? Did you finish your homework? Did you finish your homework? Ist im Moment nicht im Büro. He's out of the office right now. He's out of the office right now. Wie oft essen Sie im Freien? How often does you eat outside? How often does you eat outside? Ich habe eine Menge Geld mitgebracht. I brought a lot of money with me. I brought a lot of money with me. Ihr Verlust tut uns sehr leid. We are very sorry for your loss. We are very sorry for your loss. Machen Sie sich nicht lächerlich. Don't make an ass out of yourself. Don't make an ass out of yourself. Ich weiß nicht, worauf hinaus will. I don't know what he is getting at. I don't know what he is getting at. Vielen Dank für Ihren Rückruf. Thank you for returning my call. Thank you for returning my call. Könnten Sie mir bitte den Zucker geben? Could you give me the sugar, please? Could you give me the sugar, please? Ich möchte alles über Sie wissen. I want to know everything about you. I want to know everything about you. Irgendetwas an ihr ist seltsam. There's something strange about her. There's something strange about her. Ich kümmere mich darum. I'll take care of it. I'll take care of it. Ich bin damit zufrieden. I'm pleased with it. I'm pleased with it. Ich nehme den hier. I'll take this one. I'll take this one. Kann ich jetzt bezahlen? Can I pay now? Can I pay now? Wo spielt es? Where is it playing? Where is it playing? Ich übernehme den Rest. I'll do the rest. I'll do the rest. Ich werde Sie aufklären. I'll fill you in. I'll fill you in. Würden Sie ihn bitten, hierher zu kommen? Would you ask him to come here?
Would you ask him to come here? Wie viele Kinder haben Sie? How many children do you have? How many children do you have? Gibt es in der Nähe ein Kino? Is there a movie theater nearby? Is there a movie theater nearby? Wird alles andere tun als arbeiten. He will do anything but work. He will do anything but work. Wurde zum Rechtsanwalt ausgebildet. He was trained to be a lawyer. He was trained to be a lawyer. Ich habe kein Bargeld bei mir. I don't have any cash with me. I don't have any cash with me. Ich muss mit dem Training beginnen. I've got to start working out. I've got to start working out. Sie hat Briefmarken gesammelt. She has been collecting stamps. She has been collecting stamps. Das Spiel kann jederzeit beginnen. The play may begin at any moment. The play may begin at any moment. Ich bin ein Baseball-Fan. I'm a baseball fan. I'm a baseball fan. In der Tat habe ich das getan. As a matter of fact, I did. As a matter of fact, I did. Wer hat meine Kaffeetasse zerbrochen? Who broke my coffee cup? Who broke my coffee cup? Seine Hilfe ist nicht notwendig. His help isn't necessary. His help isn't necessary. Woran denken Sie? What are you thinking of? What are you thinking of? Sie sollten Ihre Haare schneiden. You should cut your hair. You should cut your hair. Nehmen Sie Reservierungen entgegen? Do you take reservations? Do you take reservations? Wir entschuldigen uns für diesen Tag. We apologize for that day. We apologize for that day. Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. I hope to see you again soon. I hope to see you again soon. Ich werde es so machen, wie ich es will. I will do it the way I want to. I will do it the way I want to. Sie hat eine Firma in Brasilien. She has a company in Brazil. She has a company in Brazil. In diesem Punkt sind wir nicht einer Meinung. We don't agree on this point. We don't agree on this point. Nun, es gibt einen kleinen Haken. Well, there's a little catch. Well, there's a little catch. Wann ist die Lohnperiode vorbei? When is the pay period over?
When is the pay period over? Ihre Antwort ist auf den Punkt gebracht. Your answer is to the point. Your answer is to the point. Ihre Freundlichkeit ist nicht erwünscht. Your kindness is unwanted. Your kindness is unwanted. Er war vor ein paar Minuten hier. He was here a few minutes ago. He was here a few minutes ago. Ich verstehe nicht sehr gut. I don't understand very well. I don't understand very well. Ist dies der Raucherbereich? Is this the smoking section? Is this the smoking section? Welche Art von Touren gibt es? What kind of tours are there? What kind of tours are there? Versuchen Sie, mich loszuwerden. Are you trying to get rid of me? Are you trying to get rid of me? Ich wusste nicht, dass Sie so empfinden. I didn't know you felt that way. I didn't know you felt that way. Sie werden es früh genug erfahren. You will find out soon enough. You will find out soon enough. Ich denke, wir sollten es so machen. I think we should do it this way. I think we should do it this way. Ich wohne im Hotel Benson. I'm staying at the Benson Hotel. I'm staying at the Benson Hotel. Es sind $150. It's $150. It's $150. Heute gibt es Curry zu essen. Today we're having curry to eat. Today we're having curry to eat. Um ihn brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. We don't need to worry about him. We don't need to worry about him. Was tun Sie, wenn Sie frei sind? What do you do when you are free? What do you do when you are free? Aber ich sehe gerade fern. But I'm watching television now. But I'm watching television now. Ich habe genug von Ihrem Unsinn. I've had enough of your nonsense. I've had enough of your nonsense. Es ist kurz vor dem Café. It's just before the coffee shop. It's just before the coffee shop. Möchten Sie in der Leitung bleiben? Would you like to stay on the line? Would you like to stay on the line? Haben Sie etwas auf dem Herzen? Do you have something on your mind? Do you have something on your mind? Würden Sie bitte den Hörer auflegen? Would you please get off the phone? Would you please get off the phone? Ich werde passen. I'm going to pass.
I'm going to pass. Hier ist meine Quittung. Here's my receipt. Here's my receipt. Geht es John gut? Is John okay? Is John okay? Das wird den Zweck erfüllen. It'll do the trick. It'll do the trick. Um 4 Uhr nachmittags. At 4 o'clock in the afternoon. At 4 o'clock in the afternoon. Ja, das nehme ich an. Yes, I suppose so. Yes, I suppose so. Mein Sohn studiert Computer. My son studies computers. My son studies computers. Wer zuerst kommt, malt zuerst. First come, first served. First come, first served. Ich kann mir kein neues Auto leisten. I can't afford a new car. I can't afford a new car. Kein Littering auf dem Campus. No littering on the campus. No littering on the campus. Er erschoss den Löwen mit einer Pistole. He shot the lion with a gun. He shot the lion with a gun. Ich habe mir das Bein gebrochen. I broke my leg. I broke my leg. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? May I ask you a favor? May I ask you a favor? Ich verspreche, dass ich Sie nicht kenne. I promise I don't know her. I promise I don't know her. Ich habe die Geschichte schon einmal gehört. I've heard the story before. I've heard the story before. Worüber sind Sie so glücklich? What are you so happy about? What are you so happy about? Sie können die rote Hose nicht tragen. You can't wear the red pants. You can't wear the red pants. Was scheint das Problem zu sein? What seems to be the problem? What seems to be the problem? Würden Sie diese Papiere kopieren? Would you copy these papers? Would you copy these papers? Ich glaube nicht, dass Sie das tun sollten. I don't think you should do that. I don't think you should do that. Ich habe nur einen kleinen Bruder. I just have one little brother. I just have one little brother. Ich hätte nicht so viel trinken sollen. I shouldn't have drunk this much. I shouldn't have drunk this much. Ich werde das glauben, wenn ich es sehe. I will believe that when I see it.
I will believe that when I see it. Ich freue mich auf diesen Sommer. I'm looking forward to this summer. I'm looking forward to this summer. Ist im Fernsehen. He is on TV. He is on TV. Wo ist das nächste Krankenhaus? Where's the nearest hospital? Where's the nearest hospital? Bitte bringen Sie mich zum Flughafen. Please take me to the airport. Please take me to the airport. Haben Sie Ihr Studium abgeschlossen? Have you finished studying? Have you finished studying? Welche Farbe hat dieses Auto? What color is that car? What color is that car? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tun kann. I'm not sure I can do it. I'm not sure I can do it. Darf ich einige Fragen stellen? May I ask some questions? May I ask some questions? Ich möchte den Film noch einmal sehen. I want to see the film again. I want to see the film again. Bitte lassen Sie mich die Rechnung überprüfen. Please let me check the bill. Please let me check the bill. Ist mit Abstand größer als ich. He is taller than I by head. He is taller than I by head. Sie können wählen, was immer Sie möchten. You may choose whatever you like. You may choose whatever you like. Dies ist eine Kleinigkeit für Sie. This is a little something for you. This is a little something for you. Meine Frau hat mich verlassen. My wife left me. My wife left me. Ich habe diese große Schachtel gemacht. I made this big box. I made this big box. Nein, ist sehr hart zu mir. No, he's very hard on me. No, he's very hard on me. Alles Gute zum Valentinstag. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Es war unhöflich von ihm, das zu sagen. He was rude to say that. He was rude to say that. Sie ist in letzter Zeit nervös. She's been edgy lately. She's been edgy lately. Hören Sie auf uns, auf den Arm zu nehmen. Stop pulling our legs. Stop pulling our legs. Hat einen weiteren Test nicht bestanden. He failed another test. He failed another test. Es tut mir leid, dass ich nicht kommen konnte. I'm sorry I couldn't come.
I'm sorry I couldn't come. Es ist Zeit, aus dem Bett aufzustehen. It's time to get out of bed. It's time to get out of bed. Was sind Ihre Interessen? What are your interests? What are your interests? Chris geht mit vielen Frauen aus. Chris dates a lot of women. Chris dates a lot of women. Vernachlässigen Sie nicht Ihre Pflichten. Don't neglect your duties. Don't neglect your duties. Ich werde es tun, egal was passiert. I will do it no matter what. I will do it no matter what. Haben Sie samstags geöffnet? Are they open on Saturdays? Are they open on Saturdays? Bitten Sie mich um eine Verabredung? Are you asking me for a date? Are you asking me for a date? Kommt mich persönlich besuchen. He comes to see me in person. He comes to see me in person. Der Raum nebenan ist laut. The room next door is noisy. The room next door is noisy. Wir haben kein Geschirrspülmittel mehr. We're out of dish detergent. We're out of dish detergent. Wie viel Uhr starten wir? What time are we taking off? What time are we taking off? Das werde ich niemals zulassen. I will never let that happen. I will never let that happen. Ich wünschte, das wäre nie passiert. I wish it had never happened. I wish it had never happened. Ich bin ein guter Menschenkenner. I'm a good judge of character. I'm a good judge of character. Es tut mir leid wegen neulich. I'm sorry about the other day. I'm sorry about the other day. Kann ich Ihre Telefonnummer haben? May I have your phone number? May I have your phone number? Was haben Sie zum Abendessen gekocht? What did you make for dinner? What did you make for dinner? Mit Sahne und Zucker, bitte. With cream and sugar, please. With cream and sugar, please. Ihre Ansicht ist zu optimistisch. Your view is too optimistic. Your view is too optimistic. Können Sie mir mit diesem Formular helfen? Can you help me with this form? Can you help me with this form? Ich hätte gern eine Tasse Kaffee. I'd like a cup of coffee, please. I'd like a cup of coffee, please. Ich versuche, mich ihr anzunähern. I'm trying to make a pass at her.
I'm trying to make a pass-sitter. Es ist die 4. Station von hier. It's the 4th stop from here. It's the 4th stop from here. Soll ich ihn Sie zurückrufen lassen? Shall I have him call you back? Shall I have him call you back? Würde es Sie stören, wenn ich rauche? Would it bother you if I smoked? Would it bother you if I smoked? Haben Sie etwas zu deklarieren? Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? Ich weiß nicht, worauf er hinaus will. I don't know what he is driving at. I don't know what he is driving at. Der Park war mit Menschen gefüllt. The park was filled with people. The park was filled with people. Sie fragten mich, wie es Ihnen geht. They asked me how you were doing. They asked me how you were doing. Sie erwiesen sich als unglücklich. They turned out to be miserable. They turned out to be miserable. Wollen Sie morgen Golf spielen? Do you want to play golf tomorrow? Do you want to play golf tomorrow? Darf ich hier fotografieren? Am I allowed to take pictures here? Am I allowed to take pictures here? Könnten Sie mir Ihre Telefonnummer geben? Could you give me your phone number? Could you give me your phone number? Seien Sie zuversichtlich. Be confident. Be confident. Können wir jetzt bestellen? Can we order now? Can we order now? Kann ich Sie fahren? Can I drive you? Can I drive you? Waren Sie im Louvre? Did you go to the Louvre? Did you go to the Louvre? Was macht Ihr Vater beruflich? What does your father do for work? What does your father do for work? Haben Sie das in Größe 11? Do you have this in size 11? Do you have this in size 11? Haben Sie am Wettbewerb teilgenommen? Did you enter the contest? Did you enter the contest? Unter dem Fenster steht ein Stuhl. There is a chair below the window. There is a chair below the window. Das ist mein letztes Angebot. That's my last offer. That's my last offer. Ich gehe nächstes Jahr in den Ruhestand. I'm retiring next year. I'm retiring next year. Ja, wie ist es Ihnen ergangen? Yes, how have you been?
Yes, how have you been? Es ist nett, dass Sie das sagen. It's nice of you to say so. It's nice of you to say so. Hier spricht Dennis. This is Dennis speaking. This is Dennis speaking. Sagen Sie mir nicht, was ich tun soll. Quit telling me what to do. Quit telling me what to do. Wir benötigen Jackett und Krawatte. We require a jacket and tie. We require a jacket and tie. Könnten wir getrennte Rechnungen haben? Could we have separate bills? Could we have separate bills? Wollen Sie zum Abendessen ausgehen? Do you want to go out for dinner? Do you want to go out for dinner? Es steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. It's written all over your face. It's written all over your face. Welche Art von Filmen mögen Sie? What kind of movies do you like? What kind of movies do you like? Es war ein Unentschieden. It was a tie. It was a tie. Waren Sie ein Gegenstand? Were they an item? Were they an item? Welches Stück ist es? What piece is it? What piece is it? Das tue ich gern. I'll be glad to. I'll be glad to. Können Sie das für mich übersetzen? Can you translate this for me? Can you translate this for me? Ich bin 26 Jahre alt. I'm 26 years old. I'm 26 years old. Ich mache mich fertig, um auszugehen. I'm getting ready to go out. I'm getting ready to go out. Akzeptieren Sie Kreditkarten? Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? Ich habe mich um Sally gekümmert. I was taking care of Sally. I was taking care of Sally. Die Sterne sind zu weit weg. The stars are too far away. The stars are too far away. Es ist ein freundschaftlicher Wettbewerb. It's a friendly competition. It's a friendly competition. Er ist in seiner Alltagskleidung. He is in his everyday clothes. He is in his everyday clothes. Die Wahrheit ist die Tochter der Zeit. Truth is the daughter of time. Truth is the daughter of time. Besuchen Sie mich wann immer Sie wollen.
Come to see me whenever you like. Come to see me whenever you like. Hey, du, keine Bewegung. Hey, you, freeze. Hey, you, freeze. Ich habe es Ihnen doch gesagt, oder? I told you, didn't I? I told you, didn't I? Lassen Sie uns nicht zu voreilig sein. Let's not be too hasty. Let's not be too hasty. Ich habe einen stechenden Schmerz. I have a stabbing pain. I have a stabbing pain. Ich ziehe Wein den Süßigkeiten vor. I prefer wine to sweets. I prefer wine to sweets. Ich werde dieser Geschichte nicht trauen. I won't trust that story. I won't trust that story. Lassen Sie uns das ein anderes Mal machen. Let's do it another time. Let's do it another time. Bis jetzt keine Probleme. Up till now, no problems. Up till now, no problems. Sie haben schöne Augen. You have beautiful eyes. You have beautiful eyes. Sie sehen jünger aus als ich. You look younger than me. You look younger than me. Beeilen Sie sich, sonst kommen wir zu spät. Hurry up or we will be late. Hurry up or we will be late. Ich habe die Universität Yale besucht. I went to Yale University. I went to Yale University. Darf ich um Ihren Namen bitten? May I have your name, please? May I have your name, please? Bitte rufen Sie jederzeit wieder an. Please call again anytime. Please call again anytime. Das ist weitaus mehr verlangt. That's asking way much more. That's asking way much more. Könnten Sie eine Frage beantworten? Could you answer a question? Could you answer a question? Er sagt eine Menge seltsamer Dinge. He says a lot of weird things. He says a lot of weird things. Sollen wir einen Schaufensterbummel machen? Shall we go window shopping? Shall we go window shopping? Ich mag Tee lieber als Kaffee. I like tea better than coffee. I like tea better than coffee. Fahren wir diesen Sommer nach Europa. Let's go to Europe this summer. Let's go to Europe this summer. Denken Sie daran, den Bericht mitzubringen. Remember to bring the report. Remember to bring the report. Sightseeing oder für Unternehmen?
Sightseeing or for business? Sightseeing or for business? Wie lautet der Name dieser Straße? What's the name of this street? What's the name of this street? Sie haben bekommen, was Ihnen zusteht. You got what was coming to you. You got what was coming to you. Das ist absolut eine Erpressung. That's absolutely a blackmail. That's absolutely a blackmail. Es gibt keinen Grund zur Beschwerde. There is no reason to complain. There is no reason to complain. Würden Sie ein Foto für uns machen? Would you take a picture for us? Would you take a picture for us? Ich habe einen Termin mit Aoki. I have an appointment with Aoki. I have an appointment with Aoki. Bitte schalten Sie den Wecker aus. Please turn off the alarm clock. Please turn off the alarm clock. Wir haben eine eher schlicht aussehende. We have a more plain-looking one. We have a more plain-looking one. Womit sind Sie unzufrieden? What are you dissatisfied with? What are you dissatisfied with? Würden Sie mich am Laden absetzen? Would you drop me off at the store? Would you drop me off at the store? Sie sollten sich für sich selbst schämen. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. Ich fahre einen Volvo. I drive a Volvo. I drive a Volvo. Schön, Sie zu sehen. Great to see you. Great to see you. Ich war überglücklich. I was overjoyed. I was overjoyed. Es wird Ihnen leid tun. You'll be sorry. You'll be sorry. Zu welcher Zeit ist es passiert? At what time did it happen? At what time did it happen? Glauben Sie, dass es heute regnen wird? Do you think it'll rain today? Do you think it'll rain today? Das Abendessen ist um 6 Uhr fertig. Supper is ready at 6. Supper is ready at 6. Ich nehme an, Sie tanzen viel. I suppose you dance much. I suppose you dance much. Achten Sie darauf, nicht krank zu werden. Be careful not to fall ill. Be careful not to fall ill. Lassen Sie sich davon nicht unterkriegen. Don't let this get you down. Don't let this get you down. Der Lehrer wurde ein wenig wütend.
The teacher got a little angry. The teacher got a little angry. Ich habe Lust, ein Eis zu essen. I feel like eating an ice cream. I feel like eating an ice cream. Ist seit 3 Wochen krank. He has been sick for 3 weeks. He has been sick for 3 weeks. Ist erst 46 Jahre alt. He is only 46. He is only 46. Siehst du, ich hab's dir gesagt. See, I told you. See, I told you. Mein Hund kann singen. My dog can sing. My dog can sing. Tut mir leid, ich habe Pläne. Sorry, I have plans. Sorry, I have plans. Tut mir leid, ich bin schwerhörig. Sorry, I'm tone deaf. Sorry, I'm tone deaf. Nun, einen Versuch ist es wert. Well, it's worth a try. Well, it's worth a try. Ja, du hast mich im Stich gelassen. Yes, you let me down. Yes, you let me down. Übrigens, wie geht es John? By the way, how's John? By the way, how's John? Ich werde meine Hoffnungen aufrechterhalten. I will keep my hopes up. I will keep my hopes up. Sieh mal, wie groß du geworden bist. Look, how you've grown up. Look, how you've grown up. Meine Bestellung ist noch nicht gekommen. My order hasn't come yet. My order hasn't come yet. Nun, ich kann um Hilfe rufen. Well, I can call for help. Well, I can call for help. Warum sind Sie mit meinem Auto gefahren? Why did you drive my car? Why did you drive my car? Es steht Ihnen frei, zu gehen oder zu bleiben. You're free to go or stay. You're free to go or stay. Ich habe das Recht, verärgert zu sein. I have a right to be upset. I have a right to be upset. Wann können Sie es schaffen? What time can you make it? What time can you make it? Helfen Sie mir, das Haus aufzuräumen. Help me clean up the house. Help me clean up the house. Das muss meine Einbildung sein. It must be my imagination. It must be my imagination. Informieren Sie mich über die Situation. Let me know the situation. Let me know the situation.
Lassen Sie uns nichts überstürzen. Let's not rush into things. Let's not rush into things. Kann man in Amerika Waffen kaufen? Can you buy guns in America? Can you buy guns in America? Ich werde meinen Großvater vermissen. I'm going to miss my grandpa. I'm going to miss my grandpa. Sie möchte eine Familie gründen. She wants to start a family. She wants to start a family. Sind 7 für Sie geeignet? Is 7 convenient for you? Is 7 convenient for you? Dürfen wir Sie an diesen Tag erinnern? May we remind you of that day? May we remind you of that day? Dies ist mein persönliches Problem. This is my personal problem. This is my personal problem. Welchen Film möchten Sie sehen? What movie do you want to see? What movie do you want to see? Können wir dieses Problem nicht lösen? Can't we work this problem out? Can't we work this problem out? Können Sie nicht noch etwas länger bleiben? Can't you stay a little longer? Can't you stay a little longer? Ich fühle mich heute niedergeschlagen. I feel down in the dumps today. I feel down in the dumps today. Glauben Sie, ich könnte dorthin laufen? Do you think I could walk there? Do you think I could walk there? Schmeicheln Sie sich nicht so sehr. Don't flatter yourself so much. Don't flatter yourself so much. Ich kann noch lange arbeiten. I can still work for a long time. I can still work for a long time. Ich habe ein gutes Auge für Charakter. I have a good eye for character. I have a good eye for character. Ich werde ihm sagen, dass Sie angerufen haben. I will tell him that you called. I will tell him that you called. Sie sollten besser anfangen zu erklären. You'd better start explaining. You'd better start explaining. Jeder hat manchmal Glück. Everyone gets lucky sometimes. Everyone gets lucky sometimes. Ich will Ihnen keinen Ärger machen. I don't want to cause you trouble. I don't want to cause you trouble. Ich spiele morgen Basketball. I'm playing basketball tomorrow. I'm playing basketball tomorrow. Würden Sie mir eine Tasse Kaffee bringen? Would you bring me a cup of coffee? Would you bring me a cup of coffee? Würden Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? Would you please spell your name? Would you please spell your name?
Sie sollten den Mann dort drüben fragen. You should ask the man over there. You should ask the man over there. So etwas sollte man nicht sagen. You shouldn't say things like that. You shouldn't say things like that. Wann öffnet der Speisesaal? What time does the dining room open? What time does the dining room open? Bin ich zu früh? Am I early? Am I early? Es ist eine Schönheit. It is a beauty. It is a beauty. Es regnet stark. It's raining heavily. It's raining heavily. Voll tanken, bitte. Fill it up, please. Fill it up, please. Nehmen wir Locken. Let's go with curls. Let's go with curls. Ich wünsche ein Nichtraucherzimmer. I would like a non-smoking room. I would like a non-smoking room. Tut mir leid, nur Bargeld. Sorry, cash only. Sorry, cash only. Sie stellten ihn als Berater ein. They employed him as a consultant. They employed him as a consultant. Wie kontrolliere ich mich selbst? How do I control myself? How do I control myself? Nein, ich bin nicht nervös. No, I'm not nervous. No, I'm not nervous. Verwenden Sie keine schlechte Sprache. Don't use bad language. Don't use bad language. Dürfen wir Sie bitten, uns zu schicken? May we ask you to send us? May we ask you to send us? Wann sollen wir uns treffen? What time should we meet? What time should we meet? Wo ist der Speisesaal? Where is the dining room? Where is the dining room? Sie sollten härter arbeiten. You'd better work harder. You'd better work harder. Du schläfst nicht wirklich. You're not really asleep. You're not really asleep. Ich hätte gern mehr Wasser, bitte. I'd like more water, please. I'd like more water, please. Es gibt keinen Ort wie zu Hause. There's no place like home. There's no place like home. Alle sagen, dass Sie ein Lügner sind. Everyone says you're a liar. Everyone says you're a liar.
Ist die nächste Station Mumbai? Is the next station Mumbai? Is the next station Mumbai? Würden Sie bitte langsamer fahren? Would you slow down, please? Would you slow down, please? Haben Sie daran gedacht, es ihr zu sagen? Did you remember to tell her? Did you remember to tell her? Ich werde dich mein ganzes Leben lang lieben. I will love you my whole life. I will love you my whole life. Ich habe wirklich Mitgefühl mit Ihnen. I really sympathize with you. I really sympathize with you. Bitte schalten Sie den Fernseher ein. Please turn on the television. Please turn on the television. Ich bin mit dieser Person bekannt. I'm acquainted with that person. I'm acquainted with that person. Du machst mich glücklich. You make me happy. You make me happy. Was beinhaltet sie? What does it include? What does it include? Wo sind Sie geboren? Where were you born? Where were you born? Glauben Sie an Gott? Do you believe in God? Do you believe in God? Gibt es hier in der Nähe einen Markt? Is there a market near here? Is there a market near here? Ich muss zum Postamt gehen. I have to go to the post office. I have to go to the post office. Bitte sagen Sie ihr, dass John angerufen hat. Please tell her John called. Please tell her John called. Verschwenden wir nicht unsere Zeit. Let's not waste our time. Let's not waste our time. Wie wäre es mit einem Kinobesuch? How about going to a movie? How about going to a movie? Sie sehen heute wirklich scharf aus. Do you really look sharp today? Do you really look sharp today? Überprüfen Sie Ihre Antworten mit meinen. Check your answers with mine. Check your answers with mine. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Im Supermarkt lag ein Aushang. There was a notice in the supermarket. There was a notice in the supermarket. Keine komischen Sachen. No funny stuff. No funny stuff. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. I see your point. I see your point.
Keine Nachricht ist eine gute Nachricht. No news is good news. No news is good news. Entschuldigung, ich bin wieder zu spät. Sorry, I'm late again. Sorry, I'm late again. Lassen Sie uns diesen Teil zuerst machen. Let's do this part first. Let's do this part first. Bitte gießen Sie die Pflanzen. Please water the plants. Please water the plants. Wo muss ich umsteigen? Where do I change trains? Where do I change trains? Wäre es in Ordnung, zu rauchen? Would it be okay to smoke? Would it be okay to smoke? Sie haben eine süße Tochter. Do you have a cute daughter? Do you have a cute daughter? Sie fordern ihr Glück heraus. You're pushing your luck. You're pushing your luck. Kommst du zu meiner Party? Are you coming to my party? Are you coming to my party? Ich brauche Ihre 2 Cents nicht. I don't need your 2 cents. I don't need your 2 cents. Ich werde nächstes Jahr meinen Abschluss machen. I will graduate next year. I will graduate next year. Ich weiß nicht, was ich tun soll. I'm at a loss as to what to do. I'm at a loss as to what to do. Könnten Sie ein Taxi für mich rufen? Could you call a taxi for me? Could you call a taxi for me? Nehmen Sie das nicht zu ernst. Don't take it too seriously. Don't take it too seriously. Ich bin ein normaler Büroangestellter. I'm a regular office worker. I'm a regular office worker. Es ist unser 10-jähriges Jubiläum. It's our 10th anniversary. It's our 10th anniversary. Kenji und ich sind jetzt Freunde. Kenji and I are friends now. Kenji and I are friends now. Dies ist das Rathaus von Montreal. This is Montreal City Hall. This is Montreal City Hall. Er verliert schnell die Beherrschung. He loses his temper quickly. He loses his temper quickly. Kümmern Sie sich nicht um jemanden wie Sie. Never mind someone like you. Never mind someone like you. Ich danke Ihnen für Ihre harte Arbeit. Thank you for your hard work. Thank you for your hard work. Das ist nicht das, was ich wissen möchte. That's not what I want to know. That's not what I want to know.
Darf ich Ihr Telefon benutzen? Do you mind if I use your phone? Do you mind if I use your phone? Ich fühle mich wie $1.000.000. I feel like $1,000,000. I feel like $1,000,000. Ich bin nicht bereit für eine Verpflichtung. I'm not ready for a commitment. I'm not ready for a commitment. Ich habe etwas Ausgefallenes gelernt. I've learned something fancy. I've learned something fancy. Es gibt nichts mehr, was ich noch tun kann. There is nothing more I can do. There is nothing more I can do. Nun, das ist besser als nichts. Well, it's better than nothing. Well, it's better than nothing. Teilen Sie mir die Umstände mit. Let me know the circumstances. Let me know the circumstances. Der Grund dafür ist, dass Sie es tun können. The reason is that you can do it. The reason is that you can do it. Wo ist Ihr Unternehmen angesiedelt? Where is your company located? Where is your company located? Diese Schuhe sind ganz wunderbar. These shoes are very wonderful. These shoes are very wonderful. Erledigt die Dinge effizient. He gets things done efficiently. He gets things done efficiently. Ich werde nächstes Jahr heiraten. I'm going to get married next year. I'm going to get married next year. Überlassen wir alles dem Zufall. Let's leave everything to chance. Let's leave everything to chance. Ich verstehe nicht, wo Sie herkommen. I don't see where you're coming from. I don't see where you're coming from. Ich habe schon genug darüber gehört. I've heard enough about it already. I've heard enough about it already. Würden Sie den Wecker ausschalten? Would you turn off the alarm clock? Would you turn off the alarm clock? Jeder kann singen. Everyone can sing. Everyone can sing. Haben Sie Kabelfernsehen? Do you have cable? Do you have cable? Ich werde darüber nachdenken. I'll think about it. I'll think about it. Ich werde es mir überlegen. I'll think it over. I'll think it over. Wie mache ich das? How do I do that? How do I do that? Sie werden dafür bezahlen. You'll pay for this. You'll pay for this.
Ich hatte einen Unfall. I had an accident. I had an accident. Kann ich hier aussteigen? Can I get out here? Can I get out here? Sie ist wirklich fit. She's really fit. She's really fit. Sie entscheiden, wo. You decide where. You decide where. Das Buch liegt ganz oben auf dem Tisch. The book is on top of the table. The book is on top of the table. Ich möchte eine Reservierung vornehmen. I'd like to make a reservation. I'd like to make a reservation. Sie planen, nächstes Jahr zu kommen. They're planning to come next year. They're planning to come next year. Der Winter ist eine kalte Jahreszeit. Winter is a cold season. Winter is a cold season. Weinen Sie nicht über verschüttete Milch. Don't cry over spilt milk. Don't cry over spilt milk. Sein Vater betreibt ein Restaurant. His father runs a restaurant. His father runs a restaurant. Ich fürchte, dass ich gehen muss. I am afraid that I'll have to go. I am afraid that I'll have to go. Ich fürchte, er trinkt zu viel. I fear that he drinks too much. I fear that he drinks too much. Wir sind in unseren Meinungen geteilt. We are divided in our opinions. We are divided in our opinions. Sie sehen aus, als ob es Ihnen egal wäre. You look as if you didn't care. You look as if you didn't care. Es gibt viele Sterne am Himmel. There are many stars in the sky. There are many stars in the sky. Nein, das glaube ich nicht. No, I don't believe so. No, I don't believe so. Mein Gehalt ist wirklich niedrig. My salary is really low. My salary is really low. Ja, es geht um alles oder nichts. Yes, it's all or nothing. Yes, it's all or nothing. Ich habe 4 Dutzend Eier gekauft. I bought 4 dozen eggs. I bought 4 dozen eggs. Ich bin erst letzte Woche angekommen. I just arrived last week. I just arrived last week. Was ist Ihr Vorschlag? What is your suggestion? What is your suggestion? Wo sind die Aufzüge? Where are the elevators? Where are the elevators?
Würden Sie mir bitte helfen? Would you please help me? Would you please help me? Wie fülle ich dieses Formular aus? How do I fill out this form? How do I fill out this form? Ich werde leicht in Verlegenheit gebracht. I get embarrassed easily. I get embarrassed easily. Ich bekam Ärger, weil ich gelogen habe. I got in trouble for lying. I got in trouble for lying. Seien Sie nicht so hart zu sich selbst. Don't be so hard on yourself. Don't be so hard on yourself. Ich habe eine Verpflichtung ihm gegenüber. I have an obligation to him. I have an obligation to him. Ich bin gerade mit der Arbeit fertig geworden. I've just finished working. I've just finished working. Warum denken Sie auf diese Weise? Why do you think in that way? Why do you think in that way? Dies ist das Erste, was zu tun ist. This is the first thing to do. This is the first thing to do. Ich hoffe, Sie können wieder vorbeikommen. I hope you can come over again. I hope you can come over again. Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. I'd prefer not to talk about it. I'd prefer not to talk about it. Das beantwortet meine Frage nicht. It doesn't answer my question. It doesn't answer my question. Er nimmt die Dinge zu ernst. He takes things too seriously. He takes things too seriously. Ich habe Schwierigkeiten, Sie zu verstehen. I'm having trouble hearing you. I'm having trouble hearing you. Ihre Meinung liegt auf der Hand. Your opinion stands to reason. Your opinion stands to reason. Ich danke Ihnen für diese Gelegenheit. Thank you for this opportunity. Thank you for this opportunity. Wissen Sie, mit wem Sie sprechen? Do you know who you are talking to? Do you know who you are talking to? Ich freue mich darauf, Sie zu sehen. I'm looking forward to seeing you. I'm looking forward to seeing you. Wir sind dankbar für Ihre Anfrage. We are grateful for your inquiry. We are grateful for your inquiry. Ich war in Norwegen und Deutschland. I've been to the Norway and Germany. I've been to the Norway and Germany. Man weiß nicht, was passieren kann. There's no knowing what may happen. There's no knowing what may happen. Wir haben dies beobachtet. We observed this. We observed this.
Kopf hoch. Chin up. Chin up. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. I'll level with you. I'll level with you. Können wir bitte eine Speisekarte haben? Can we have a menu, please? Can we have a menu, please? Er hat eine ganze Reihe von Freunden. He has quite a few friends. He has quite a few friends. Er ist zu jedem Verbrechen fähig. He is capable of any crime. He is capable of any crime. Ich war gestern zu spät zur Arbeit. I was late for work yesterday. I was late for work yesterday. Er bedeckte sich mit einer Steppdecke. He covered himself with a quilt. He covered himself with a quilt. Er fährt vorsichtiger als Sie. He drives more carefully than you. He drives more carefully than you. Er benimmt sich, als wäre ich ein Feind. He acts like I'm an enemy. He acts like I'm an enemy. Ich gehe auf die Universität York. I go to York University. I go to York University. Sie können zu Zeile 2 wechseln. You can change to line 2. You can change to line 2. Mein Chef hat heute mit mir geschimpft. My boss scolded me today. My boss scolded me today. Richten Sie Ihr Zimmer auf. Straighten up your room. Straighten up your room. Sie waren sehr hilfreich. You've been very helpful. You've been very helpful. Ich halte das nicht für eine gute Idee. I don't think it's a good idea. I don't think it's a good idea. Ich wünschte, ich hätte härter studiert. I wish I had studied harder. I wish I had studied harder. Ich möchte das bitte einlösen. I'd like to cash this, please. I'd like to cash this, please. Kann ich bitte eine Quittung haben? May I have a receipt, please? May I have a receipt, please? Dieser Anzug ist perfekt für mich. This suit is perfect for me. This suit is perfect for me. Könnten Sie mich später zurückrufen? Could you call me back later? Could you call me back later? Peter geriet erneut in einen Streit. Peter got into a fight again. Peter got into a fight again. Ich möchte mich noch nicht verloben. I don't want to get engaged yet. I don't want to get engaged yet.
Ich werde den Fernseher einschalten. I will turn on the television. I will turn on the television. Bitte löschen Sie meine Kartennummer. Please cancel my card number. Please cancel my card number. Nachdem Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben. After you finish your homework. After you finish your homework. Darf ich mein Auto dort parken? Am I allowed to park my car there? Am I allowed to park my car there? Es ist schwierig, mit ihm umzugehen. He's a difficult man to deal with. He's a difficult man to deal with. Das riecht gut. That smells great. That smells great. War Ihr Bruder in Frankreich? Has your brother been to France? Has your brother been to France? Mochte Ihre Frau Kalifornien? Did your wife like California? Did your wife like California? Die Figur scheint in Ordnung zu sein. The figure seems all right. The figure seems all right. Wir sollten unsere Zeit gut nutzen. We should make good use of our time. We should make good use of our time. Ich erhöhe um $20. I raise you $20. I raise you $20. Ich würde gerne eine Speisekarte sehen. I'd like to see a menu. I'd like to see a menu. Das ist eine willkommene Nachricht. That's welcome news. That's welcome news. Es ist draußen auf der linken Seite. It's outside to the left. It's outside to the left. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Mind your own business. Mind your own business. Es ist unwahrscheinlich, dass das passiert. It's not likely to happen. It's not likely to happen. Bitte stauben Sie die Regale ab. Please dust the shelves. Please dust the shelves. Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sagen. Be careful of what you say. Be careful of what you say. Beide Seiten müssen beschuldigt werden. Both sides must be blamed. Both sides must be blamed. Es war eine Verschwendung meiner Bemühungen. It was a waste of my effort. It was a waste of my effort. Es ist fast Zeit für das Mittagessen. It's almost time for lunch. It's almost time for lunch. Es steht auf der Spitze meines Fingers. It's on the tip of my finger.
It's on the tip of my finger. Lass uns Lebensmittel einkaufen gehen. Let's go grocery shopping. Let's go grocery shopping. Er gibt niemals zu, dass er Unrecht hat. He never admits he is wrong. He never admits he is wrong. Ich bin ein sehr praktischer Mensch. I'm a very practical person. I'm a very practical person. Geben Sie mir Zeit, darüber nachzudenken. Give me time to think it over. Give me time to think it over. Es steht Ihnen frei, jederzeit zu gehen. You're free to leave anytime. You're free to leave anytime. Wir waren von der Nachricht überrascht. We were surprised by the news. We were surprised by the news. Welche Art von Touren haben Sie? What kind of tours do you have? What kind of tours do you have? Wo finde ich den Geschenkladen? Where can I find the gift shop? Where can I find the gift shop? Haben Sie etwas Ungewöhnliches gegessen? Did you eat something unusual? Did you eat something unusual? Ich kann das nicht länger hinnehmen. I can't put up with it any longer. I can't put up with it any longer. Hier gibt es niemanden mit diesem Namen. There's no one here by that name. There's no one here by that name. Dieser Kopierer funktioniert nicht. This copy machine doesn't work. This copy machine doesn't work. Wir müssen wieder Überstunden machen. We have to work overtime again. We have to work overtime again. Welche Sportarten mögen Sie? What kind of sports do you like? What kind of sports do you like? Wann war die Eröffnungszeremonie? When was the opening ceremony? When was the opening ceremony? Könnten Sie das bitte umtauschen? Could you exchange this, please? Could you exchange this, please? Könnten Sie das bitte noch einmal sagen? Could you say that again, please? Could you say that again, please? Mit Ketchup und Senf, bitte. With ketchup and mustard, please. With ketchup and mustard, please. Für heute Abend haben Sie genug geschaut. You've watched enough for tonight. You've watched enough for tonight. Ich habe Temperatur. I have temperature. I have temperature. Auschecken, bitte. Check out, please. Check out, please. Was ist Ihr Element?
What's your element? What's your element? Haben Sie Ihre Medikamente genommen? Did you take your medicine? Did you take your medicine? Sie hat stundenweise ein Auto gemietet. She hired a car by the hour. She hired a car by the hour. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. Ziehen Sie Ihren Stuhl an den Tisch. Draw your chair up to the table. Draw your chair up to the table. Ich muss wirklich etwas Gewicht verlieren. I really need to lose some weight. I really need to lose some weight. Nein, ich war zu nervös. No, I was too nervous. No, I was too nervous. Ich muss mir das Gesicht waschen gehen. I have to go wash my face. I have to go wash my face. Hören Sie auf, sich wie ein Narr zu benehmen. Stop acting like a fool. Stop acting like a fool. In welcher Richtung liegt das Badezimmer? Which way is the bathroom? Which way is the bathroom? Sind Sie hier, um Urlaub zu machen? Are you here for a vacation? Are you here for a vacation? Kann ich einen anderen Zimmerschlüssel haben? May I have another room key? May I have another room key? Ich hatte in dieser Angelegenheit keine Wahl. I had no choice in the matter. I had no choice in the matter. Es gibt keinen Grund, mich zu beneiden. There is no reason to envy me. There is no reason to envy me. Sie sind nicht mehr derselbe wie vorher. You're not the same as before. You're not the same as before. Sind Sie an das Leben in England gewöhnt? Are you used to life in England? Are you used to life in England? Könnten Sie mir sagen, wie viel es ist? Could you tell me how much it is? Could you tell me how much it is? Ich trinke lieber Tee als Kaffee. I'd rather have tea than coffee. I'd rather have tea than coffee. Ich denke, das ist Ansichtssache. I think it is a matter of opinion. I think it is a matter of opinion. Darf man hier fotografieren? Is it okay to take photographs here? Is it okay to take photographs here? Ich lebe in Tokio. I live in Tokyo. I live in Tokyo. Ich fahre in 2 Tagen nach Hause. I'm going home in 2 days. I'm going home in 2 days.
Hören Sie auf, solchen Lärm zu machen. Stop making such a noise. Stop making such a noise. Er hat ein bemerkenswertes Gedächtnis. He has a remarkable memory. He has a remarkable memory. Ich fand ihn auf der Bank sitzend vor. I found him seated on the bench. I found him seated on the bench. Ich werde ihn heute nicht sehen können. I won't be able to see him today. I won't be able to see him today. Sie ist sehr beschäftigt. She's very busy. She's very busy. Tut mir leid, wir sind ausverkauft. Sorry, we're sold out. Sorry, we're sold out. Wir haben keine Zeit mehr. There's no time left. There's no time left. Ja, du hast mich glücklich gemacht. Yes, you made me happy. Yes, you made me happy. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? May I ask a favor of you? May I ask a favor of you? Es ist draußen auf der linken Seite. It's outside, on the left. It's outside, on the left. Sie warf mir einen kalten Blick zu. She gave me the cold look. She gave me the cold look. Darf ich bitte Ihren Namen erfahren? Can I get your name, please? Can I get your name, please? Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Don't jump to conclusions. Don't jump to conclusions. Ich bin nicht alt genug, um Auto zu fahren. I'm not old enough to drive. I'm not old enough to drive. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Rome was not built in a day. Rome was not built in a day. Es gibt keinen Grund, dies zu tun. There is no reason to do so. There is no reason to do so. Sie haben die Prüfung erneut nicht bestanden. You failed the exam again. You failed the exam again. Sagen Sie niemandem mein Geheimnis. Don't tell anyone my secret. Don't tell anyone my secret. Ich habe noch so viele Dinge zu tun. I've got so many things to do. I've got so many things to do. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. We have to decide what to do. We have to decide what to do. Welcher Zug fährt nach Ottawa? Which train goes to Ottawa? Which train goes to Ottawa? Haben Sie schon einmal Aerobik gemacht? Have you ever done aerobics?
Have you ever done aerobics? Ich weiß Ihre Freundlichkeit zu schätzen. I appreciate your kindness. I appreciate your kindness. Ich arbeite für die Firma Facebook. I work for Facebook company. I work for Facebook company. Meine Mutter starb, als ich 10 war. My mother died when I was 10. My mother died when I was 10. Da vorne ist ein Taxistand. There's a taxi stand up ahead. There's a taxi stand up ahead. Ich nehme ihn nicht allzu ernst. I don't take him too seriously. I don't take him too seriously. Ich werde ihn bitten, Sie zurückzurufen. I will ask him to call you back. I will ask him to call you back. Es befindet sich auf dieser Seite der Kirche. It's on the side of the church. It's on the side of the church. Sie hat mich persönlich aufgesucht. She came to see me personally. She came to see me personally. Würden Sie diesen Anruf weiterleiten? Would you transfer this call? Would you transfer this call? Haben Sie schon einmal Aerobik gemacht? Have you done aerobics before? Have you done aerobics before? Wie spricht man dieses Wort aus? How do you pronounce this word? How do you pronounce this word? Es ist, als hätte ich etwas falsch gemacht. It's like I did something wrong. It's like I did something wrong. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Sorry to have kept you waiting. Sorry to have kept you waiting. Es gibt keinen Rauch ohne Feuer. There is no smoke without fire. There is no smoke without fire. Er sollte in 10 Minuten zurück sein. He should be back in 10 minutes. He should be back in 10 minutes. Ich denke nicht, dass Sie sie feuern sollten. I don't think you should fire her. I don't think you should fire her. Ich bin bei allem praktisch veranlagt. I'm practical about everything. I'm practical about everything. Können Sie nicht anders darüber denken? Can't you think of it differently? Can't you think of it differently? Ich habe es satt, das zu hören. I'm sick and tired of hearing that. I'm sick and tired of hearing that. Sie müssen Ihre Einstellung ändern. You have to change your attitude. You have to change your attitude. Sie sollten beenden, was Sie begonnen haben. You should finish what you start. You should finish what you start.
Dann wollen wir es versuchen. Let's go for it. Let's go for it. Ein Schönwetterfreund. A fair weather friend. A fair weather friend. Am Nachmittag. In the afternoon. In the afternoon. Ich sehe fern. I'm watching TV. I'm watching TV. Er hat die Ampel überfahren. He ran the light. He ran the light. Wie viel Uhr beginnt der Film? What time does the movie start? What time does the movie start? Was machen Ihre Eltern beruflich? What do your parents do for work? What do your parents do for work? Ein bellender Hund beißt nicht. A barking dog doesn't bite. A barking dog doesn't bite. Ich zähle Sie zu meinen Freunden. I count you as one of my friends. I count you as one of my friends. Es ist so auffällig. It's too flashy. It's too flashy. Nein, ich höre, es ist langweilig. No, I hear it's boring. No, I hear it's boring. John, entschuldige dich bei ihr. John, apologize to her. John, apologize to her. Kommt schon, lasst uns loslegen. Come on, let's get moving. Come on, let's get moving. Lass uns heute Abend tanzen gehen. Let's go dancing tonight. Let's go dancing tonight. Wir müssen zusammenarbeiten. We have to work together. We have to work together. Wann sollen wir abreisen? What time shall we leave? What time shall we leave? Haben Sie eine Teilzeitbeschäftigung? Do you have a part-time job? Do you have a part-time job? Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie man das macht. Let me show you how to do it. Let me show you how to do it. Eine lange Geschichte kurz zu machen. To make a long story short. To make a long story short. Wir sind auf einer Vornamensbasis. We're on a first-name basis. We're on a first-name basis. Seien Sie nicht so niedergeschlagen. Don't be so down on yourself. Don't be so down on yourself. Mir fehlen die Worte, Ihnen zu danken. I have no words to thank you.
I have no words to thank you. Ich möchte meinen Zimmerschlüssel abgeben. I'd like to leave my room key. I'd like to leave my room key. Was ist mit meinem Vater geschehen? What happened to my father? What happened to my father? Kümmert sich nur um sich selbst. He only cares about himself. He only cares about himself. Ich habe jetzt eine Menge Geld bei mir. I have a lot of money on me now. I have a lot of money on me now. Bitte verzeihen Sie meine Unhöflichkeit. Please forgive my rudeness. Please forgive my rudeness. Behandelt die Angelegenheiten prompt. He handles matters promptly. He handles matters promptly. Ich hätte gerne noch eine Tasse Kaffee. I'd like another cup of coffee. I'd like another cup of coffee. Es ist eine Frage von Leben und Tod. It's a matter of life and death. It's a matter of life and death. Hier gibt es niemanden namens Elon. There's nobody named Elon here. There's nobody named Elon here. Würden Sie mir helfen, den Tisch zu decken? Would you help me set the table? Would you help me set the table? Gibt es hier einen Hindi-Sprecher? Is there any Hindi speaker here? Is there any Hindi speaker here? Es ist wirklich ein schwieriges Problem. It's really a difficult problem. It's really a difficult problem. Sollten die Damen Kleider tragen? Should the ladies wear dresses? Should the ladies wear dresses? Wir fanden heraus, dass nicht da war. We found out that he wasn't there. We found out that he wasn't there. Ich muss sofort mit ihm sprechen. I need to talk to him immediately. I need to talk to him immediately. Hat im letzten Moment gekniffen. He chickened out at the last moment. He chickened out at the last moment. Das sage ich Ihnen schon die ganze Zeit. I've been telling you that all along. I've been telling you that all along. Es ist ziemlich einfach. It's rather plain. It's rather plain. Ich habe etwas gelernt. I've learned something. I've learned something. Nicht vordrängeln. Don't cut in line. Don't cut in line. Wir sind uns sehr ähnlich. We're two of a kind. We're two of a kind.
Er ist unglaublich. He is incredible. He is incredible. Wir fuhren nach Paris. We went to Paris. We went to Paris. Ich arbeite seit 5 Jahren dort. I've worked there for 5 years. I've worked there for 5 years. Ich möchte die Wäsche für Sie waschen. I would like to wash the clothes for you. I would like to wash the clothes for you. Das war langweilig, nicht wahr? That was dull, wasn't it? That was dull, wasn't it? Sie werden es heute beenden. You will finish it today. You will finish it today. Ich habe angefangen, Sushi zu mögen. I've started to like sushi. I've started to like sushi. Das passiert den Besten von uns. It happens to the best of us. It happens to the best of us. Ich glaube, sie ist in Sie verliebt. I think she's in love with you. I think she's in love with you. Ich möchte einen Vorschlag machen. I want to offer a suggestion. I want to offer a suggestion. Lassen Sie mich Ihnen einen Rat geben. Let me offer you some advice. Let me offer you some advice. Bitten Sie mich um eine Verabredung? Are you asking me out on a date? Are you asking me out on a date? Sollte ich Jackett und Krawatte tragen? Should I wear a jacket and tie? Should I wear a jacket and tie? Ich nehme ihn nicht sehr ernst. I don't take him very seriously. I don't take him very seriously. Was halten Sie von unserem neuen Chef? What do you think of our new boss? What do you think of our new boss? Anbei finden Sie mein Bild. Enclosed, please find my picture. Enclosed, please find my picture. Ich weiß nicht, was er vorhat. I don't know what he is trying to do. I don't know what he is trying to do. Wie mögen Sie Sake? How do you like steak? How do you like steak? Hallo, John. Hello, John? Hello, John? Wenn es Ihnen gefällt, kann ich noch mehr kaufen. If you like it, I can buy more. If you like it, I can buy more. Wissen Sie, wie viel das kostet? Do you know how much it costs? Do you know how much it costs? Er sagte, Sie sehen gerne Filme. He said you like to watch movies.
He said you like to watch movies. Wann werden Sie Ihren Freund treffen? When are you going to meet your friend? When are you going to meet your friend? Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. I saw it with my own eyes. I saw it with my own eyes. Also nehme ich mir einfach, was ich will. So I just take what I want. So I just take what I want. Er ist der glücklichste Mann der Welt. He is the happiest man alive. He is the happiest man alive. Japan liegt östlich von China. Japan is to the east of China. Japan is to the east of China. Der Pullover ist von guter Qualität. The sweater is of good quality. The sweater is of good quality. Er ist nur etwa 5 Fuß hoch. He is only about 5 feet high. He is only about 5 feet high. Geld ist nicht mehr als unser Diener. Money is no more than our servant. Money is no more than our servant. Können Sie diese Frau erkennen? Can you recognize that woman? Can you recognize that woman? Er bahnte sich seinen Weg durch den Wald. He made his way through the forest. He made his way through the forest. Tut mir leid, ich bin pleite. Sorry, I'm broke. Sorry, I'm broke. Ja, ich kann es nicht ertragen. Yes, I can't stand it. Yes, I can't stand it. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. I'm sorry I can't help you. I'm sorry I can't help you. Es ist genau so, wie ich es mir erträumt habe. It's just like I dreamed. It's just like I dreamed. Ich darf noch keinen Alkohol trinken. I can't drink alcohol yet. I can't drink alcohol yet. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. I can't remember his name. I can't remember his name. Ich werde nächstes Jahr meinen Abschluss machen. I'm graduating next year. I'm graduating next year. Wem gehört das? To whom does this belong? To whom does this belong? Was ist der Standpunkt? What's your point of view? What's your point of view? Wann haben Sie Tickets? When do you have tickets? When do you have tickets? Ihre Augen sind wunderschön. Your eyes are beautiful. Your eyes are beautiful.
Gehen Sie zu der Party? Are you going to the party? Are you going to the party? Ich habe aus meiner eigenen Tasche bezahlt. I paid out of my own pocket. I paid out of my own pocket. Verstoßen Sie nicht gegen Vorschriften. Don't violate regulations. Don't violate regulations. In letzter Zeit sieht er sehr glücklich aus. He looks very happy lately. He looks very happy lately. Wie lange sind Sie schon mit ihr ausgegangen? How long have you dated her? How long have you dated her? Können Sie bis nächsten Monat warten? Can you wait till next month? Can you wait till next month? Wollen Sie, dass ich einen Arzt hole? Do you want me to get a doctor? Do you want me to get a doctor? Wie komme ich zum Schuhgeschäft? How do I get to the shoe store? How do I get to the shoe store? Sie können mich nicht dumm dastehen lassen. You can't make me look stupid. You can't make me look stupid. Ich würde mich gerne eine Weile hinlegen. I'd like to lie down for a while. I'd like to lie down for a while. Ich bin froh, dass ich Sie kennengelernt habe. I'm glad I've gotten to know you. I'm glad I've gotten to know you. Mein Vater wird in die Jahre gekommen. My father's getting on in years. My father's getting on in years. Bringen Sie mich bitte zu dieser Adresse. Take me to this address, please. Take me to this address, please. Die Uhr geht 5 Minuten vor. The clock is 5 minutes fast. The clock is 5 minutes fast. Die Uhr geht 5 Minuten nach. The clock is 5 minutes slow. The clock is 5 minutes slow. Werden Sie mit dem Hund spazieren gehen? Will you take the dog for a walk? Will you take the dog for a walk? Sie sollten versuchen, sparsamer zu sein. You should try to be thriftier. You should try to be thriftier. Haben Sie dieses Hemd in einem kleinen? Do you have this shirt in a small? Do you have this shirt in a small? Gibt es eine Sightseeing-Bustour? Is there a sightseeing bus tour? Is there a sightseeing bus tour? Dieser Kopierer funktioniert nicht. This copy machine isn't working. This copy machine isn't working. Könnten Sie mir bitte das Salz reichen? Could you hand me the salt, please? Could you hand me the salt, please? Was ich sage, ist eine andere Sache. What I'm saying is another matter.
What I'm saying is another matter. Irgendetwas stimmt heute nicht mit Ihnen. Something is wrong with you today. Something is wrong with you today. Kennen Sie die Bedeutung dieses Wortes? Do you know the meaning of this word? Do you know the meaning of this word? Ich kann den Sommer kaum erwarten. I can hardly wait until this summer. I can hardly wait until this summer. Ich weiß nicht, was er wirklich denkt. I don't know what he's really thinking. I don't know what he's really thinking. Jungen werden Jungen sein. Boys will be boys. Boys will be boys. Das denke ich auch. I think so too. I think so too. Geben Sie nicht auf. Don't give up. Don't give up. Ich habe Abendessen gemacht. I made some dinner. I made some dinner. Was möchten Sie essen? What do you want to eat? What do you want to eat? Auf Ihre Gesundheit. Here's to your health. Here's to your health. $400. $400. $400. Er hat es groß gemacht. He made it big. He made it big. Ich sitze in der Klemme. I'm in trouble. I'm in trouble. Er sagte, dies sei ein schöner Ort. He said this is a nice place. He said this is a nice place. Dieser Junge hat keine Arbeit. This boy has no job. This boy has no job. Es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Talking with you is a pleasure. Talking with you is a pleasure. Er fand meinen Vortrag interessant. He found my lecture interesting. He found my lecture interesting. Es ist an der Zeit, ihr die Wahrheit zu sagen. It's time to tell her the truth. It's time to tell her the truth. Sie werden in einer halben Stunde eintreffen. They will arrive in half an hour. They will arrive in half an hour. Ich glaube, Sie haben die falsche Nummer. I think you have the wrong number. I think you have the wrong number. Ich bezweifle nicht, dass er mir helfen wird. I don't doubt that he will help me. I don't doubt that he will help me.
Können Sie die Dinge nicht wieder in Ordnung bringen? Can't you patch things up? Can't you patch things up? Es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Achten Sie darauf, dass Sie sich gut waschen. Make sure you wash up well. Make sure you wash up well. Können Sie mir bitte ein Taxi rufen? Can you get me a taxi, please? Can you get me a taxi, please? Ich kann überhaupt kein Chinesisch sprechen. I can't speak Chinese at all. I can't speak Chinese at all. Sie können mit dem Schnellzug fahren. You can go by express train. You can go by express train. Könnten Sie dieses Formular ausfüllen? Could you fill out this form? Could you fill out this form? Können wir getrennte Kontrollen durchführen? May we have separate checks? May we have separate checks? Ich nehme keine Medikamente ein. I'm not taking any medication. I'm not taking any medication. 10 Minuten sind nicht genug Zeit. 10 minutes isn't enough time. 10 minutes isn't enough time. Fährt dieser Bus zum Flughafen? Does this bus go to the airport? Does this bus go to the airport? Ich wünschte, ich hätte das nicht gesagt. I wish I wouldn't have said that. I wish I wouldn't have said that. Ich interessiere mich für Architektur. I'm interested in architecture. I'm interested in architecture. Sind Sie mit Ihrem neuen Auto zufrieden? Are you pleased with your new car? Are you pleased with your new car? Machen Sie heute Abend Überstunden? Are you working overtime tonight? Are you working overtime tonight? Der Beweis für den Pudding liegt im Essen. The proof of the pudding is in the eating. The proof of the pudding is in the eating. Alles läuft gut. Everything is going well. Everything is going well. Bitte bringen Sie mich zu dieser Adresse. Please take me to this address. Please take me to this address. Wann kommen Sie in Großbritannien an? When do you arrive in UK? When do you arrive in UK? Wo finde ich einen Supermarkt? Where can I find a supermarket? Where can I find a supermarket? Sagen Sie ihm, dass wir uns unterhalten müssen. Tell him that we need a talk. Tell him that we need a talk. Können wir bitte noch etwas Brot haben?
Can we have some more bread, please? Can we have some more bread, please? John bat Grace, ihn zu heiraten. John asked Grace to marry him. John asked Grace to marry him. Dieser Wagen ist in gutem Zustand. This car is in good condition. This car is in good condition. Der Preis deckt nur die Kosten. The price just covers the cost. The price just covers the cost. Zeit ist wertvoller als Geld. Time is more valuable than money. Time is more valuable than money. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste. The very best to you. The very best to you. Okay, aber ruinieren Sie es nicht. Okay, but don't ruin it. Okay, but don't ruin it. An regnerischen Tagen fühle ich mich blau. I feel blue on rainy days. I feel blue on rainy days. Es tut mir leid, dass ich wieder zu spät komme. I'm sorry to be late again. I'm sorry to be late again. Bitte legen Sie das Telefon auf. Please hang up the phone. Please hang up the phone. Die Party wird großartig werden. The party gonna be great. The party gonna be great. Das kann man nicht wissen. There's no way of knowing. There's no way of knowing. Warum wollen Sie das tun? Why do you want to do that? Why do you want to do that? Ich denke, es ist ein besonderer Fall. I think it's a special case. I think it's a special case. Ich werde Ihren Anruf weiterleiten. I will transfer your call. I will transfer your call. Es fühlt sich so gut an, zu Hause zu sein. It feels so good to be home. It feels so good to be home. Diesen Test werde ich nie bestehen. I will never pass that test. I will never pass that test. Ich frage mich, was das für ein Geruch ist. I wonder what that smell is. I wonder what that smell is. Es ist eine ziemlich beschämende Geschichte. It's quite a shameful story. It's quite a shameful story. Lasst uns einfach sehen, was passiert. Let's just see what happens. Let's just see what happens. Diese Kartoffelchips sind weich. These potato chips are soft. These potato chips are soft. Wir werden Sie anrufen, wenn wir Sie finden. We will call you if we find it. We will call you if we find it.
Was Sie sagen, ist teilweise richtig. What you say is partly right. What you say is partly right. Es tut mir leid, was ich getan habe. I am sorry for what I have done. I am sorry for what I have done. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. You didn't answer my question. You didn't answer my question. Sind Sie mit Ihrem neuen Auto zufrieden? Are you happy with your new car? Are you happy with your new car? Bitte bringen Sie mir eine Kanne Kaffee. Please bring me a pot of coffee. Please bring me a pot of coffee. Könnten Sie mir sagen, wann ich aussteigen muss? Could you tell me when to get off? Could you tell me when to get off? Soll ich diesen Brief an Sie schicken? Should I mail this letter to you? Should I mail this letter to you? Diese Person blockiert meine Sicht. That person is blocking my view. That person is blocking my view. Mein Land hat viele Berge. My country has a lot of mountains. My country has a lot of mountains. Die Busse kommen nicht wie geplant. The buses don't come as scheduled. The buses don't come as scheduled. Möchten Sie mit mir Golf spielen? Would you like to play golf with me? Would you like to play golf with me? Ihre Idee ist grundlegend falsch. Your idea is fundamentally wrong. Your idea is fundamentally wrong. Ich will nichts mehr davon hören. I don't want to hear about it anymore. I don't want to hear about it anymore. Mitsingen zu aufgenommener Musik. Singing along with recorded music. Singing along with recorded music. Sie können also nicht singen? So you can't sing? So you can't sing? So schlimm warst du nicht. You weren't that bad. You weren't that bad. Das ist wirklich lustig. That's really funny. That's really funny. Das sieht köstlich aus. That looks delicious. That looks delicious. Wie lange dauert die Fahrt mit dem Auto? How long does it take by car? How long does it take by car? Würden Sie mir bitte das Salz reichen? Will you pass me the salt, please? Will you pass me the salt, please? Ich dachte, die Kleidung sei billiger. I thought the clothes were cheaper. I thought the clothes were cheaper. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise.
I hope you have a nice trip. I hope you have a nice trip. Es ist schrecklich, kritisiert zu werden. Being criticized is awful. Being criticized is awful. Er brach seine Worte noch einmal. He broke his words once again. He broke his words once again. Wer immer kommt, wird willkommen geheißen. Whoever comes will be welcomed. Whoever comes will be welcomed. Sie leisten immer gute Arbeit. You are always doing a good job. You are always doing a good job. 2 weitere Stationen. 2 more stops. 2 more stops. Ja, sie ist nicht sie selbst. Yes, she's not herself. Yes, she's not herself. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. I'm not sure I understand. I'm not sure I understand. Setzen wir uns vorne näher zusammen. Let's sit closer up front. Let's sit closer up front. Bitte wischen Sie die Regale ab. Please wipe the shelves. Please wipe the shelves. Der Chef ist gut gelaunt. The boss is in a good mood. The boss is in a good mood. Wann wird es vorbei sein? What time will it be over? What time will it be over? Wo kann ich Bier bekommen? Where can I get some beer? Where can I get some beer? Sie kommen aus Kanada, richtig? You're from Canada, right? You're from Canada, right? Frühstücken Sie gerade? Are you having breakfast? Are you having breakfast? Könnten Sie mir helfen, einen Job zu finden? Could you help me get a job? Could you help me get a job? Wir haben uns getrennt, also ist es Geschichte. We broke up, so it's history. We broke up, so it's history. Er versucht immer, mich zu berühren. He always tries to touch me. He always tries to touch me. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. I'm at a loss as to what to say. I'm at a loss as to what to say. Ich habe meinen Reisepass verlegt. I've misplaced my passport. I've misplaced my passport. Lassen Sie mich meinen Zeitplan bestätigen. Let me confirm my schedule. Let me confirm my schedule. Tun Sie nicht so ungezogene Dinge. Don't do such naughty things.
Don't do such naughty things. Ich hätte gern einen Weckruf, bitte. I'd like a wake-up call, please. I'd like a wake-up call, please. Ich will noch nicht ernsthaft werden. I don't want to get serious yet. I don't want to get serious yet. Ich ging an die Harvard-Universität. I went to Harvard University. I went to Harvard University. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. I wish you a pleasant journey. I wish you a pleasant journey. Sie verhält sich nicht wie sie selbst. She's not acting like herself. She's not acting like herself. Würden Sie mir $100 leihen? Would you loan me $100? Would you loan me $100? Ich werde Ihnen alle Einzelheiten mitteilen. I will tell you all the details. I will tell you all the details. Ihre Antwort ist inakzeptabel. Your response is unacceptable. Your response is unacceptable. Taten sprechen lauter als Worte. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. Bitte senden Sie mir das Dokument zu. Please submit the document to me. Please submit the document to me. Wie häufig kommen die Züge? How frequently do the trains come? How frequently do the trains come? Mehr weiß ich nicht darüber. I don't know anything else about it. I don't know anything else about it. Wie möchten Sie Ihr Steak gegart haben? How would you like your steak cooked? How would you like your steak cooked? Ich werde mich sofort darum kümmern. I will go and check it out immediately. I will go and check it out immediately. Hut ab vor Ihrem Vater. Kudos to your dad. Kudos to your dad. Wessen Schuld ist das? Whose fault is that? Whose fault is that? Ich schwebe auf Wolken. I'm walking on air. I'm walking on air. Hören Sie mir zu. Are you listening to me? Are you listening to me? Wollen Sie das damit sagen? Are you saying that? Are you saying that? Mein Haus liegt in der Nähe der Bank. My house is close to the bank. My house is close to the bank. Ich glaube, ich habe mich in der Nummer geirrt. I think I have the wrong number. I think I have the wrong number.
Welche Art von Musik mögen Sie? What kind of music do you like? What kind of music do you like? Nein, ich hatte nur viel zu tun. No, I've just been busy. No, I've just been busy. Wo kann ich Bier kaufen? Where can I buy some beer? Where can I buy some beer? Sie sollten dies zuerst tun. You should do this first. You should do this first. Ich habe ihn mir beim Golfspielen verstaucht. I sprained it playing golf. I sprained it playing golf. Wie schnell können Sie es fertigstellen? How soon can you get it ready? How soon can you get it ready? Meine Frau ist sehr wichtig für mich. My wife is very important to me. My wife is very important to me. Sie werden sich wünschen, Sie hätten es nicht getan. You will wish you hadn't done it. You will wish you hadn't done it. Lassen Sie mich Ihnen einen Rat geben. Let me give you a piece of advice. Let me give you a piece of advice. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Where there's a will, there's a way. Where there's a will, there's a way. Heute wird es einen Sturm geben. There is going to be a storm today. There is going to be a storm today. Ich bin irgendwie hungrig. I'm kind of hungry. I'm kind of hungry. Ich werde die Bilder schicken. I'll send the pictures. I'll send the pictures. Erzählen Sie mir mehr darüber. Tell me more about it. Tell me more about it. Ich nehme ein Glas Wasser, bitte. I'll have a glass of water, please. I'll have a glass of water, please. Er wird in 20 Minuten zurück sein. He'll be back in 20 minutes. He'll be back in 20 minutes. Wie viel kostet es pro Tag? How much does it cost per day? How much does it cost per day? Es liegen einige Bücher auf dem Tisch. There are some books on the table. There are some books on the table. Der Frühling ist eine schöne Jahreszeit. Spring is a pretty season. Spring is a pretty season. Die Gelegenheit klopft nur einmal an. Opportunity knocks but once. Opportunity knocks but once. Es ist nicht so einfach, wie Sie denken. It is not so easy as you think. It is not so easy as you think. Sie ist eine Komponistin für Harfe.
She is a composer for the harp. She is a composer for the harp. Die Salbe heilt leichte Verbrennungen. The salve will heal slight burns. The salve will heal slight burns. Tauchte plötzlich in der Partei auf. He suddenly appeared in the party. He suddenly appeared in the party. Am liebsten macht Witze. What he likes best is making jokes. What he likes best is making jokes. Lassen wir den Unterricht ausfallen. Let's cut class. Let's cut class. Ja, es ist schon so lange her. Yes, it's been so long. Yes, it's been so long. Nun, damit ist das Problem gelöst. Well, that solves that. Well, that solves that. Ich kann meinen Reisepass nicht finden. I can't find my passport. I can't find my passport. Ich ziehe Bohnenkraut dem Süßen vor. I prefer savory to sweet. I prefer savory to sweet. Bitte rufen Sie einen Krankenwagen. Please get an ambulance. Please get an ambulance. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Sorry for interrupting. Sorry for interrupting. Morgen früh um 10 Uhr. Tomorrow morning at 10. Tomorrow morning at 10. Ihre Partei ist in der Leitung. Your party is on the line. Your party is on the line. Ich glaube, das Papier ist ausgegangen. I think it ran out of paper. I think it ran out of paper. Gibt es irgendwelche zusätzlichen Kosten? Is there any extra charge? Is there any extra charge? Es tut mir leid, bitte verzeihen Sie mir. I'm sorry, please forgive me. I'm sorry, please forgive me. Es ist unmöglich, das herauszufinden. It's impossible to find out. It's impossible to find out. Fährt dieser Zug nach Sydney? Does this train go to Sydney? Does this train go to Sydney? Holen Sie mir bitte eine Tasse Kaffee. Give me a cup of coffee, please. Give me a cup of coffee, please. Ich bin für die Westseite zuständig. I'm in charge of the west side. I'm in charge of the west side. Es ist zu laut und machen Sie es leiser. It's too loud and turn it down. It's too loud and turn it down. Mein Lehrer hat mich heute gelobt. My teacher praised me today.
My teacher praised me today. Wird das für hier oder zum Mitnehmen sein? Will that be for here or to go? Will that be for here or to go? Ich bin ein gewöhnlicher Büroangestellter. I'm an ordinary office worker. I'm an ordinary office worker. Sie könnte leicht in Brand geraten. It could catch on fire easily. It could catch on fire easily. Welcher Zug hält in Atlanta? Which train stops at Atlanta? Which train stops at Atlanta? Haben Sie irgendwelche Einwände dagegen? Do you have any objection to it? Do you have any objection to it? Wie kann er sich mit Ihnen in Verbindung setzen? How can he get in touch with you? How can he get in touch with you? Es ist mir egal, was Sie sagen könnten. I don't care what they might say. I don't care what they might say. Lassen Sie mich Ihre Temperatur überprüfen. Let me check your temperature. Let me check your temperature. Mein Vater wird ein alter Mann. My father's becoming an old man. My father's becoming an old man. Einen Whisky mit Wasser, bitte. One whiskey with water, please. One whiskey with water, please. Hat dieser Flug mit dem Boarding begonnen? Has this flight begun boarding? Has this flight begun boarding? Ich kann für Sie keine Ausnahme machen. I can't make an exception for you. I can't make an exception for you. Es gibt viele Wege zum Erfolg. There are many roads to success. There are many roads to success. Bitte reichen Sie mir das Dokument ein. Please hand in the document to me. Please hand in the document to me. Bitte sprechen Sie etwas langsamer. Please speak a little more slowly. Please speak a little more slowly. Dieses Treffen war nichts Besonderes. That meeting was nothing special. That meeting was nothing special. Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit. We thank you for your cooperation. We thank you for your cooperation. Ich werde es in Betracht ziehen. I'll consider it. I'll consider it. Es tut uns sehr leid. We are very sorry. We are very sorry. Ich werfe das Handtuch. I'm throwing in the towel. I'm throwing in the towel. Wissen Sie, wo ich Kaffee kaufen kann? Do you know where I can buy coffee? Do you know where I can buy coffee?
Haben Sie die Nummer für ein Taxi? Do you have the number for a taxi? Do you have the number for a taxi? Ich möchte in den Computerladen gehen. I want to go to the computer store. I want to go to the computer store. Was Sie gesagt haben, ist ganz richtig. What you said was quite true. What you said was quite true. Vergessen Sie nicht, in Kontakt zu bleiben. Don't forget to keep in touch. Don't forget to keep in touch. Er beschloss, das Rauchen aufzugeben. He resolved to give up smoking. He resolved to give up smoking. Lügen und Stehlen sind unmoralisch. Lying and stealing are immoral. Lying and stealing are immoral. Walt hat die Dampfmaschine erfunden. Walt invented the steam engine. Walt invented the steam engine. Das Mädchen in Rot ist seine Freundin. The girl in red is his girlfriend. The girl in red is his girlfriend. Das Gewicht ist zu groß für meine Größe. The weight is too much for my height. The weight is too much for my height. Mit dem Herzen zu hören tut gut. Listening with your heart is good for you. Listening with your heart is good for you. Ja, da ist einer. Yes, there's one. Yes, there's one. Regentage machen mich fertig. Rainy days get me down. Rainy days get me down. Ja, er ist ein Kettenraucher. Yes, he's a chain smoker. Yes, he's a chain smoker. Ich habe einen Strafzettel für zu schnelles Fahren bekommen. I got a speeding ticket. I got a speeding ticket. Auch Ihnen ein frohes neues Jahr. Happy New Year to you, too. Happy New Year to you, too. Lassen Sie mich meinen Terminplan überprüfen. Let me check my schedule. Let me check my schedule. 2 und 3 macht 5. 2 and 3 makes 5. 2 and 3 makes 5. Auf welche Schule gehen Sie? Which school do you go to? Which school do you go to? Er ist jetzt nicht mehr an seinem Schreibtisch. He's away from his desk now. He's away from his desk now. Ich habe keine Zeit, faul zu sein. I don't have time to be lazy. I don't have time to be lazy. Ich würde empfehlen, einen Bus zu nehmen. I'd recommend taking a bus. I'd recommend taking a bus. Haben Sie jetzt einen Freund oder eine Freundin?
Do you have a boyfriend now? Do you have a boyfriend now? Wohin wollen Sie als nächstes gehen? Where do you want to go next? Where do you want to go next? Ich hätte gern mein Geld zurück, bitte. I'd like my money back, please. I'd like my money back, please. Haben Sie japanische Autos? Do you have any Japanese cars? Do you have any Japanese cars? Ich konnte nicht verstehen, was Sie sagten. I couldn't catch what you said. I couldn't catch what you said. Diesmal habe ich wirklich Mist gebaut. I really screwed up this time. I really screwed up this time. Sie hat aufgelegt, bevor ich fertig war. She hung up before I finished. She hung up before I finished. Sind Sie schon einmal ins Ausland gereist? Have you ever traveled abroad? Have you ever traveled abroad? Ich habe nicht mehr viel Geld bei mir. I don't have much money on me now. I don't have much money on me now. Ich werde auf dieses Angebot eingehen. I will take you up on that offer. I will take you up on that offer. Ich bin in diesen Tagen sehr vergesslich. I've been forgetful these days. I've been forgetful these days. Ich sollte meine Familie besser behandeln. I should treat my family better. I should treat my family better. Es ist nicht immer alles logisch. Everything isn't always logical. Everything isn't always logical. Sollen wir heute Abend auf die Party gehen? Should we go to the party tonight? Should we go to the party tonight? Wir schätzen Ihre Anregung sehr. We value your suggestion highly. We value your suggestion highly. Dies ist eine Antwort auf Ihren Brief. This is in response to your letter. This is in response to your letter. Wir freuen uns, Sie darüber zu informieren. We take pleasure in informing you. We take pleasure in informing you. Wollen Sie mich zum Narren halten? Are you trying to make a fool out of me? Are you trying to make a fool out of me? Woraus besteht das? What's that made of? What's that made of? Ja, das bin ich. Yes, I am. Yes, I am. Das wird der Tag sein. That'll be the day. That'll be the day. Fröhliche Weihnachten. Have a Merry Christmas.
Have a Merry Christmas. Lassen Sie uns kurz gehen. Let's go short. Let's go short. Ist da Dennis Smith? Is this Dennis Smith? Is this Dennis Smith? Es scheint eine wahre Geschichte zu sein. It appears to be a true story. It appears to be a true story. Das Meer funkelte im Sonnenlicht. The sea sparkled in the sunlight. The sea sparkled in the sunlight. Man kann die Uhr niemals zurückdrehen. You can never turn the clock back. You can never turn the clock back. Bitte zeigen Sie mir den Weg. Please show me the way. Please show me the way. Ich habe gesehen, wie Sie das Geld gestohlen haben. I saw you steal the money. I saw you steal the money. Reißen Sie sich zusammen. Pull yourself together. Pull yourself together. Es gibt noch ein weiteres Problem. There's one more problem. There's one more problem. Tun Sie nicht so, als wüssten Sie es nicht. Don't pretend you don't know. Don't pretend you don't know. Wie lange wird die Besetzung bestehen? How long will the cast be on? How long will the cast be on? Dieser Kaffee ist nicht heiß genug. This coffee is not hot enough. This coffee is not hot enough. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. I don't want to talk about it now. I don't want to talk about it now. Mein Sohn ging nicht mehr zur Schule. My son stopped going to school. My son stopped going to school. Könnten wir es für einen anderen Tag planen? Could we plan it for another day? Could we plan it for another day? Regen Sie sich nicht wegen nichts auf. Don't get worked up over nothing. Don't get worked up over nothing. Ich habe Freundlichkeit von ihm erhalten. I've received kindness from him. I've received kindness from him. Was halten Sie von meinem Vorschlag? What do you think of my proposal? What do you think of my proposal? Mein Herz ist mit Trauer erfüllt. My heart has been filled with grief. My heart has been filled with grief. Wo finde ich die Schuhabteilung? Where can I find the shoe department? Where can I find the shoe department? Wunderbar, danke. Lovely, thanks. Lovely, thanks.
Bitte essen Sie weiter. Please go ahead to eat. Please go ahead to eat. Wir sind jetzt getrennt. We're separated now. We're separated now. Wie viele Sprachen sprechen Sie? How many languages do you speak? How many languages do you speak? Akzeptieren Sie kanadische Dollar? Do you accept Canadian dollars? Do you accept Canadian dollars? Die Zugfahrt dauert 2 Stunden. It takes 2 hours by train. It takes 2 hours by train. Rannte mit seinem Pferd den Hügel hinauf. He ran his horse up the hill. He ran his horse up the hill. Ich möchte einen Teilzeitjob haben. I want to have a part-time job. I want to have a part-time job. Wie kann ich diese Wand hochklettern? How can I climb up that wall? How can I climb up that wall? Steuersenkungen sind eine gute Idee. Tax cuts are a good idea. Tax cuts are a good idea. Sie können jetzt nach Hause gehen, John. You may go home now, John. You may go home now, John. Ich danke Ihnen für den Bericht. Thank you for the report. Thank you for the report. Die 8. Etage, bitte. The 8th floor, please. The 8th floor, please. Was ist der Preis dafür? What is the price of this? What is the price of this? Wem sollte ich es melden? Who should I report it to? Who should I report it to? Warum hacken Sie auf mir herum? Why are you picking on me? Why are you picking on me? Sie sollten es so machen. You should do it this way. You should do it this way. Nein, es gibt kein Zurück mehr. No, there's no turning back. No, there's no turning back. Wo sind die Verlorenen und Gefundenen? Where is the lost and found? Where is the lost and found? Ich möchte Ihnen meine Eltern vorstellen. I want you to meet my parents. I want you to meet my parents. Ist Max ein alter Freund von Ihnen? Is Max an old friend of yours? Is Max an old friend of yours? Deshalb ist er auch so erfolgreich. That's why he's so successful. That's why he's so successful.
Es gibt keinen Bob in diesem Büro. There's no Bob in this office. There's no Bob in this office.